Deutsch lernen durch Hören. Die Daumen drücken. Elisa ist nervös. Heute hat sie endlich den großen Auftritt. Seit 3 Monaten hat sie nur für ihn geübt. Das ist auch der erste Auftritt, den sie in Deutschland hat. Vor 8 Monaten hat Elisa sich auf der Musikschule beworben. Sie ist eine der besten in Europa. Die Geigerin hatte keine Angst vor der Aufnahmeprüfung, sie hatte viel mehr Angst davor, angenommen zu werden. Sie musste nach Deutschland ziehen und vor allem Deutsch lernen. Viele ihrer Freunde hatten gesagt, dass Deutsch besonders schwer ist. Aber sie wollte doch unbedingt auf eine gute Musikschule. Elisa wurde angenommen und in den letzten 6 Monaten hatte sie jeden Tag Deutschunterricht. Und ihre Freunde haben recht. Deutsch ist schwer. Aber es macht auch einen Riesenspaß. Sie kann schon gut sprechen. Elisa steht bereit hinter der Bühne und ist sehr nervös. Ein deutscher Freund ist auch da und umarmt sie. »Ich drücke dir die Daumen«, sagt er zu ihr und hält ihr eine Faust entgegen. Verwirrt schaut sie ihn an. Was will er mit seinen Daumen machen? Der Freund lacht laut. Das sagt man auf Deutsch, wenn man jemandem Glück wünscht. Nun lacht auch Elisa. Die Deutschen sind verrückt. Doch das Gespräch hat sie motiviert und sie ist weniger nervös. Mit einem Lächeln geht sie auf die Bühne und spielt die Geige wie eine wahre Meisterin. Deutsch lernen durch Hören.